Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Heute wieder zu einem Overnighter. Tatsächlich sind wir heute das erste Mal auch zu dritt. Unser verlorener Junge ist zurück. Grüßt euch, liebe Community von Sport.the-World. Hier ist der dritte Mann, der dritte im Bunde. Und ich bin heute das erste Mal dabei und heute wird ein bisschen Busch gecraftet, war mir das? So sieht's aus. Ab heute seht ihr uns auch öfter zu dritt, da wir uns ja, wie ihr wisst, vorbereiten auf die große Tour. Genau. Start ist jetzt, das wird die erste Phase sein und dann kommen jede Woche neue Videos. Oder so. Oder vielleicht auch nicht, aber wir probieren es. Wir geben Genau. unser Bestes. Wir sind hier an einem schönen See, irgendwo in der Nähe vom Brocken. Haben hier einen schönen Spot gefunden, werden heute auch mal ohne Tarps schlafen, also nur mit Schlafsack und Isomatte. Und wünschen uns Glück, dass es nicht regnet, ne? Ja, sieht ja im Moment nicht danach aus. Also, toi toi toi. Das ist unsere kleine Buschbox. Da macht man Happa. sehr praktisch, um Feuer zu machen, ohne die ganze Welt in Brand zu setzen. Dann haben wir hier oben noch ein kleines Gestell, wo wir dann unsere Töpfe etc. raufstellen können. Und da machen wir uns heute unser Essen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen Holz sammeln und dann Jetzt los. Abfahrt. Nehmen wir euch wieder mit. So ihr Lieben, wie ihr seht, die Jungs haben Holz geholt. Der eine kommt mit was wieder, der andere nicht. Ich habe die Birkenrinde, hallo. Putzi war auch fleißig, ja? Und wir werden euch dann gleich mal zeigen, wie wir Feuer machen. Und dann werden wir was essen. So Leute, wir haben ja hier unsere kleine Buschbox und wir werden jetzt mal probieren, ob wir uns hier mit dem Feuerstahl ein schönes Feuerchen anmachen können. Wir haben hier die Birkenrinde, die rauen wir hier mit dem Messer ein bisschen auf. Klappt natürlich, wir sind halt noch Anfänger, ne? Da klappt das meistens nicht so gut. Damit die Funken da auch schön Platz haben, sich zu fangen. So, ich habe das tatsächlich mit der Buschbox auch noch nie gemacht. Also wünscht mir Glück. Ich bin auch viel zu weit weg von dem Scheiß. Klappt so nicht. Das ist zu weit weg, warte. Gut. Ich habe auch keinen Bock mehr, das dauert mir hier zu lange. Max, gib mal deine Watte. Wir machen das hier mal wie Anfänger. Ja? Es reicht, wenn du da ein ganz bisschen von nimmst. So, wir haben jetzt hier den Müll, nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir uns hier so ein Stück Watte. Das kann man gar nicht auseinander machen. Haben wir da ganz dünne Äste. Die Watte auch ein bisschen faseriger machen, ne, damit die Flammen sich darin, die Funken sich darin fangen können. So, dann nehmen wir hier ein paar dünne Äste, legen uns die da ruf. Leute, nehmt uns das nicht übel, aber wir sind natürlich noch keine Profis, aber wir geben unser Bestes. Ich glaube, das ist auch gar keine Birkenrinde, was ich habe. Also die brennt zumindest nicht wie Birkenrinde brennt, Alter. Wie? Jetzt weißt du nicht mal mehr, wie eine Birke aussieht? Doch, aber es war dunkel. Vielleicht war die auch einfach noch zu frisch. Das ist egal bei einer Birke. Aber das ist so. Naja, Sieht aus wie Birke, oder? ja. So Leute, dritter Versuch. Hier die Watte. So habe ich den Feuerstahl hingepackt.
habe auch noch einen. Aber meiner ist schon. Hab's mal mit dem probieren. Brandneu. Probieren wir mal mit einem brandneuen Feuerstahl. Ja, den muss man halt erstmal. Ja, ein bisschen habe ich schon. Oder nee, das war der andere. Scheiße. 2 von den Teilen. Ja. Wo ist denn meiner jetzt? Was soll denn der Quatsch hier? Leute, hier, entspannt euch. Pass auf, die brennt wie Sau, das ist wirklich. Hat auf jeden Fall schon mal geklappt, das Feuer machen. Da haben wir aber natürlich nicht gefilmt. Ich glaube, unser Nest ist hier auch einfach viel zu nass, dass das hier klappt. Komm, Feuer. Jawohl. So, jetzt muss das Nest anfangen zu brennen. Wenn es nicht sieht so doch schon feucht ist, ja. Nee, doch. Sieht das schon mal nicht schlecht aus. Aber Ja, jetzt kommt. so, und jetzt müssen wir dünne Stöcker nehmen. Die sind unten, ja, die ganzen. Ne, die sind zu dick. So was hier brauchen wir. Oh. Aua. Also es lag nicht an uns. Unser Nest ist einfach nur viel zu nass. Das heißt, das wird hier eine schwierige Nummer. Wenn ihr vielleicht Tipps und Tricks habt, wie man auch Feuer machen kann, wenn es nicht unbedingt trocken ist in der Umgebung, so wie die Leute da hinten, Bei Dann, dem brennt ja schon das Feuer. schreibt uns auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Privatnachricht auf unserem auf unserem Instagram-Account Spot the World. Würden wir uns sehr drüber freuen. So Leute, das Feuer ist immer noch nicht an. Und die da hinten machen schon Party an ihrem Feuer. Es ist schon dunkel geworden. Ja, man sieht es ganz leicht in der Aufnahme. Das Feuer von unseren Nachbarn brennt schon. Du musst da Watte reinnehmen. Ja, das hat Ecke. Gib her. Höhenmensch. Trockener, oder? Wenn es die Jungen nicht packen, muss der Alte ran. Ein kleiner Lichtblick. Aber auch nur ein kurzer. So, und jetzt? Ein Lichtblick. So, da muss jetzt irgendwas muss da jetzt anfangen zu brennen. Warte, tun wir nochmal so Alibi-mäßig, wa? Boah! Direkt geklappt. Wird ein bisschen trocken, das wollte ich einfach mitnehmen sollen. Ja, ich habe Jetzt, guck mal jetzt. erst überlegt, aber Von unten kommt es, glaube ich, gerade. Sieht auf jeden Fall schon gut. mal besser aus. Es glüht unten. So Leute, kurzer Zwischenstand. Ein erstes Rauchen ist wahrzunehmen. Dann werdet Feuer hier schon. geh weg von unseren Reserven. Alles meins. Und wenn man ja viel nasses Holz hat, legt man das ja noch quer. Genau. Jetzt bremst. Leute. Profi-Tipps.
Profi-Tipps von den Anfängern. Profi-Tipps von den Leuten, die kein Feuer anmachen können. Ja. Feuer brennt. Mehr oder weniger. Ja, komm, jetzt brennt's richtig. Oh, ich sag nichts. Ich bin nur der Kameramann. Ja, die fallen ja rein, hoffe ich. Hoffentlich. Profi-Tipps sind doch nicht so gut. Eigentlich muss man dafür dickeres Holz nehmen. Eine größere Kuhle. Oder so. Aber jetzt ist das Feuer auf jeden Fall viel zu hoch. Es wird Essen darauf machen schwierig. Ja. Gut. Aber So. Geh nicht zu weit nach hinten, dann fällst du. wir gehen jetzt schlafen. Haben unsere Isomatten leider viel zu früh ausgepackt. Alles klitschnass. Aber wird schon lustig. Kriegen wir schon hin. Wir sind ja Männer. Gute Nacht. Morgen! Mach dein scheiß Handy weg, Alter. Ja, langsam kann ich auch aufstehen. Ja, jetzt auf einmal, wa? Ey, ich war der Erste, der hier wach war. Kaum ist die Kamera an, jetzt kann ich auch aufstehen. Das war die erste Nacht. Überstanden haben wir's. Jetzt wird hier das erste kleine Essen zubereitet. Wasser kocht gleich. Butzi hat jetzt wieder hier sein Tactical Food Pack am Start. Probiert er mal. Frühstück soll das sein. Auch gut viel Kalorien, 390 Kalorien, eine Mahlzeit. Das sollte gut sättigen. Dann kloppen wir es mal rein, wa? Das sieht doch lecker aus, oder? Oatmeal and Apples. Oh, Scheiße. Halt mal fest. Kaum. Bisschen wenig Wasser, glaube ich. Wie teuer war so ein Pack? Ich glaube 40 Euro, 30 Euro. 30, 40 Euro, glaube ich. Wie viel hast du dafür bekommen? Ja, 24 Stunden Ration, also ich glaube 6 Mahlzeiten. Den Preis, ja. Schon in Ordnung, schmeckt ja auch gut. So, ich habe jetzt geiles Frühstück. Und ihr müsst hungern, wa? Das macht mich glücklich. Da sehe ich mich absolut. Ja, dann wird deine Laune vielleicht auch besser, wa? Na, wenn ihr hungern müsst, natürlich. Der verlorene Sohn kommt mit Feuerholz wieder. Was wir nicht brauchen. Was wir jetzt nicht mehr brauchen, da wir eigentlich schon fast aufbruchbereit sind. Feuerholz. Bier, das habe ich natürlich gefunden. Ne? Umweltbewusst, ich nehme alles mit. Kurz mal zwischendurch angemerkt, die anderen beiden benehmen sich wie die größten Assis. Voll die Morgenmuffel. Machen hier nur Faxen. So Leute, der Müll wird natürlich mitgenommen. So wie wir den Platz hier vorgefunden haben, so wird er auch wieder verlassen, ja. Wir räumen hier alles auf. Wenn man in der Natur unterwegs ist, ja, dann muss man auch ein bisschen Respekt haben vor der Natur. Das wollen wir euch hier zeigen, also immer schon den Müll mitnehmen. Und dann läuft das Ganze. Pass auf, dass du irgendwie runterfällst. Aber mit Schlappen ist natürlich nicht optimal. Ja, allgemein ja nicht.
So Leute, unsere wunderschöne Übernachtungsmöglichkeit heute hier. Dazu passend noch ein kleiner See. Ich gehe jetzt mal ins Wasser. Ja, bitte fall jetzt um mit deinen ganzen Sachen. Frisch, aber angenehm.